Heute also, wie versprochen, die Präsentation der Wall. Allerdings nicht The Wall von Pink Floyd, also alle Luftgitarren wieder eingepackt. Nein, natürlich die Präsentation der Multi-Wall von Krone, also die flexibel positionierbare Stirnwand. Und da die Montage der Multi-Wall sehr einfach und problemlos ist, können das auch Leute mit zwei linken Händen. Auf geht's! Der Außenrahmen des Profiliners hat bekanntlich alle 10 cm ein Zurloch, sodass das Fahrzeug ein engstes Raster zum Positionieren der Multi-Wall zur Verfügung stellt. Nun zum Einbau der Multi-Wall. Die Schuhe werden locker in den Multilochrahmen eingelegt. Der Balken wird aufgesetzt, die Rungen eingesteckt und gesichert. Dann die Aluprofile eingehangen und die Steckrunge zur Lastseite hin abgespannt. An dieser Stelle möchte ich auf einen Klassiker hinweisen, der schon für manchen Fahrer zum Fallstrick wurde. Ich rede von einem voll ausgeladenen Profiliner mit 33 Paletten. Ladegut ca. 26 Tonnen, somit wiegt die einzelne Palette ca. 800 Kilogramm. Mit dieser gleichmäßigen Ausladung haben wir ungefähr 10,3 Tonnen auf der Triebachse. Das Dreiachsaggregat zählt 22,4 Tonnen, alles im grünen Bereich. Nun wird eine erste Teilladung bei Kunde 1 ausgeladen, die hinteren 9 Paletten. Mir fehlen also rund 7 Tonnen, die hinter dem Drehpunkt entlasten. Die Folge ist, der Druck auf der Triebachse wird auf überkritische 12,2 Tonnen erhöht. Dann reden wir über 6% Überlastung. Ab 5% Überlastung sind für den Fahrer 80 sauer verdiente Euro als Strafe fällig. Und darüber hinaus ein Punkt. Und nicht nur für den Fahrer, auch für seinen Chef. Die Überlastung der Triebachse kann vermieden werden, indem schon auf dem Hof vom ersten Kunden ein Teil der Ladung, zum Beispiel 6 Paletten, wieder hinter das Aggregat gestellt werden, formschlüssig am Heckportal anliegen und nach vorne durch die Multi-Wall gesichert werden. Das ist sehr viel Aufwand, das kostet Zeit und ist deshalb auch noch nicht in allen Köpfen angelangt. Aber Fakt ist, dass die Anzahl und die Intensität der Kontrollen zunehmen wird. Und da ist es doch ein gutes Gefühl, wenn man mit einem Krone Profiliner und einer Krone Multi-Wall auf Achse ist.